Wie ist es möglich, eine Zertifizierungsprüfung für eine Straßenbahn durchzuführen, wenn diese physisch nicht immer zugänglich ist? Die Lösung findet sich in der Verwendung von digitalen Zwillingen und dem Einsatz von Virtual Reality. In diesem Video stellen wir ein Projekt vor, das in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien entwickelt wurde. Das primäre Ziel war die Digitalisierung der jährlichen Zertifizierungsprüfung durch den Einsatz von Virtual Reality und einer Desktop-Anwendung. Zu Beginn musste auf Grundlage von Hunderten von Referenzfotos ein digitaler Zwilling erstellt werden. Dabei war es wichtig, alle notwendigen Funktionen, die später in der VR-Umgebung für Interaktionen vorgesehen sind, korrekt abzubilden. Es ist stets von Bedeutung, sorgfältig abzuwägen, wo notwendige Details positioniert werden sollten und wo aus Leistungsgründen darauf verzichtet werden muss. In diesem Video sehen Sie das Ergebnis unserer Bemühungen. Auf der Grundlage des erstellten digitalen Zwillings wurde anschließend das VR-Training konzipiert. Der Lernende authentifiziert sich mittels seines Namens und wählt eines der verfügbaren Trainingsmodule aus. Sobald sich der Benutzer in dem ausgewählten Trainingsmodul befindet, wird er durch den virtuellen Assistenten, repräsentiert durch ein iPad, systematisch durch das Training begleitet. Die intensive Interaktion innerhalb dieser virtuellen Welt stellt sicher, dass sowohl psychologische als auch physiologische Aspekte des Gehirns ähnlich wie in der realen Welt stimuliert werden. Dies trägt zu einer nachhaltigen Wissensvermittlung bei, die fest im Bewusstsein der Lernenden verankert wird. Alle Interaktionen innerhalb der verschiedenen Lehrmodule wurden mit höchstem Realitätsgrad implementiert, um einen optimalen Lernerfolg sicherzustellen. Selbst bei äußerst komplexen Szenarien, wie beispielsweise der Messung der Schließtoleranz der Türen, waren wir kontinuierlich darauf ausgerichtet, diese ohne Kompromisse oder künstliche Vereinfachungen zu realisieren. Im Zuge unserer Implementierung erzielten wir eine dermaßen hohe Simulationstiefe, dass das in der virtuellen Realität erfasste Maß dem physischen Realmaß bis auf ein Zehntel Millimeter genau entsprach. Die starke Immersion der Anwendung führt dazu, dass einige Trainingsteilnehmer sich beim Öffnen der Abdeckung intuitiv ducken, was eindrucksvoll die empfundene Realitätsnähe des Trainings unterstreicht. Der digitale Assistent, repräsentiert durch ein iPad, illustriert nicht nur den nächsten Arbeitsschritt, sondern protokolliert auch messbare Trainingsdaten für eine nachträgliche Leistungsauswertung. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, haben die verbauten Türen eine Hinderniserkennung, die in diesem Training ebenfalls überprüft wird. Um die Auszubildenden auf vielfältige Weise herauszufordern, enden alle Module mit einer Wissensüberprüfung in Form eines Multiple-Choice-Tests. Die Ergebnisse dieser Tests fließen ebenfalls in die Gesamtbewertung ein. Schlussendlich erhält der Trainer eine umfassende Leistungsauswertung des VR-Trainings. Auf Basis voreingestellter Parameter wird automatisch ein Bericht generiert, der feststellt, ob die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob eine Nachschulung erforderlich ist. Dadurch wird das virtuelle Training quantifizierbar und etabliert sich als bedeutendes Bildungsinstrument für die Zukunft.